Guten Morgen, schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir fangen hier einfach mal wieder an. Ich habe eine Strukturmasse hier und ich finde, damit kann man eigentlich immer ganz schön starten, egal wie man drauf ist, ob man eher mal so langsam unterwegs ist oder lieber ein bisschen raushauen will. Also man kann so beides und gerade in dieser Phase kann man auch mal richtig erst mal so starten und die Masse darauf schmeißen und sich ja auch locker machen darüber. Und auch jetzt so die Masse zu verteilen und da ja so richtig mit modellieren. Das macht auch Spaß für mich. Du kannst auch so Strukturen hier mit herstellen, einfach übers Werkzeug oder wieder glatt streichen. Man sieht es hier ganz gut. Und dann auch ja, anders wieder Form reinbringen. Und dafür gibt es ja unterschiedliche Werkzeuge. Du kannst natürlich auch mit einem Kuchenheber einfach glätten. Nimm einfach, was du da hast. Ich will hier so ein kleines Muster heute haben, nicht so ein langgezogenes. Und deswegen knicke ich die Folie heute anders und eigentlich ja, so ein bisschen mehr knüllen. Nicht ganz so lang gezogen. Und damit kriege ich eben auch eine andere Struktur. Also entweder hier so lang ziehen oder so kleinen Falten. Danach ändert sich das. Jetzt schauen wir uns das mal an. Also man hat hier schon eine ganz schöne Struktur drauf und das geht total einfach und schnell und es ist richtig effektiv. Also es ist wunderschön. Ich habe es jetzt erstmal hier geföhnt. Und ich hoffe, dass es jetzt trocken ist. Und ich habe so eine Idee von dem mit dem Grün. Und ja, heute mit Kaffee. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das auch mit Kaffee gemacht hatte. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Na, noch ein Schubser hier drauf. Und das ist halt so ein goldiger Farbton. Ich finde den so gut. Und den verstreiche ich jetzt erstmal mit dem Pinsel ein bisschen. Und ja, guck mal, wie der Farbton jetzt auf dem Weiß aussieht. Man schon ein bisschen die Struktur sieht, aber sieht man noch gar nicht so doll. Hier ist noch ein Krümel, den ich nochmal weg. Ja, über die Folie kommen auch immer viele Krümel rauf. Wow, das ist cool. Ja, das ist gut. Also das inspiriert einen gleich wieder. Kann man sich auch erstmal wieder angucken, wie hier die Farbe so läuft. Und man sieht auch ganz gut, wo das Wasser nicht ist, läuft es auch nicht. Also es läuft immer ganz gut da, wo es ein bisschen nass ist, so das bleibt dann halt auch da stehen. Jetzt kann man natürlich wieder schön damit spielen und ja auch langsam arbeiten. Das ist immer ein toller Effekt, wenn die Farbe so mitläuft. Ja, es macht Spaß und ich will halt damit die Struktur ein bisschen einfärben, also dass ich nachher die Struktur auch sehen kann. Oder? Das ist auch cool. Okay, jetzt habe ich schon viele Effekte da drauf, aber jetzt habe ich halt diese nasse Farbe da und die will ich jetzt noch binden. Und das kann ich halt damit ganz gut machen und der Farbton verändert sich ja darüber auch nochmal. Kriegt nochmal so einen Kaffeeton. Ja, das finde ich ganz toll. Also das ist cool. Ich habe aber auch was für Teetrinker. Ich habe da was im Petto. Das kriegen wir nächste Woche zu sehen. Ich trinke ja selber auch Tee, so ist es ja nicht. Nur ich mag den Farbton von dem Kaffee halt total gerne. Also diese natürlichen Erdtöne finde ich immer sehr, sehr schön und die kann man toll kombinieren.
Ich habe es noch mal ganz kurz ein bisschen angeföhnt, dass es ein bisschen trockener ist, weil sonst komme ich hier nicht weiter. Sonst kannst du es auch immer einfach stehen lassen, wenn du die Zeit hast. Also ich habe es jetzt ein bisschen geföhnt. Guck mal, vielleicht verbindet sich der Farbton jetzt noch mit dem Weiß. Und ich habe den ganzen Tag an Blau gedacht. Und was habe ich mir angemischt? Grün. Also ich war wirklich, ich stehe dann da eben und denke so, hä? Wieso habe ich jetzt grün? Aber gut, ja, soll so sein. War ich voll in Gedanken schon. Also manchmal ist das so. Aber grün ist ja auch eine tolle Farbe. Und gerade jetzt hier dieses Grün mit Weiß gemischt. Ich hatte nur so, wir hatten blauen Himmel und ich habe das Eis gesehen. Und eigentlich wollte ich was mit Blau und Eis machen. Also mit diesem gefrorenen See, es war so schön und die Eiskristalle waren da drauf. Zack. Ja, mal wieder aufwachen hier. Also ist so ein schöner Schwung, den man da mal wieder reinbringen kann. Manchmal versinkt man ja so richtig in seinen Farben, in seinem Tun. Das ist auch immer so schön beim Malen, finde ich. Ja, immer wieder auch locker machen, auch gucken, was passiert. Einfach mal mit dem Pinsel Spuren spielen. Und das ist ja so das Schöne an dieser Technik. Du hast so viel Zeit, weil es einfach so nass ist hier. Also ist immer wieder was dabei, was einen inspiriert. Ist mir hier ein bisschen zu dunkel geworden. Ich mache noch mal ein bisschen das Ganze heller. Ich probiere das einfach. Also einfach machen immer. Immer einfach machen. Kann ja nichts verkehrt sein. Und gerade hier hatte ich so das Gefühl, als wäre es zu dunkel. Deswegen teste ich hier das einfach mal. Ob das was wird, keine Ahnung. Aber wenn ich es nicht mache, weiß ich es ja nicht. Ja, ich mag ja die Plantane so gerne. So heißt es. Ich will immer Plantate sagen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall mag ich den Baum total gerne. Und der hat so ein Camouflage-Muster. Und hier ist mir jetzt ein bisschen zu dunkel geworden. Deswegen mische ich das nochmal heller. Und ich bin so ein bisschen in diesem Baummuster und dann aber auch nicht. Also es wechselt gerade. Und ja, mal gucken. Die Gardine schon zuziehen müssen. Leider, ich finde das ja voll schade, aber ich sehe sonst echt die Farbtöne hier gar nicht mehr. Ich merke das gerade. Es ist leider ein bisschen stört. Das macht auch gerade voll Spaß, merke ich. Also ein bisschen die Farbe einfach so hinschieben, wo man sie hinhaben will. Und dann einfach gucken, wann es einem so gefällt. Ja, jetzt scheint die Sonne so schön. Ich habe mal die Gardine wieder zur Seite gezogen. Jetzt sieht man hier ganz gut das Gold. Und je nachdem, wie das Licht halt
durch den Raum wandert, wenn du sowas machst mit Gold, sieht es halt immer wieder anders aus. Und das so schön an diesen Goldeffekten, finde ich. Und hier sowieso mit den ganzen Strukturen. Ja, es ist schon so gut wie trocken. Es trocknet eigentlich dann auch relativ zügig, gerade mit der Strukturmasse. Also wenn ich so schön nass arbeite, habe ich so viel Zeit und kann einfach gucken, was kommt und dabei einfach beim Malen einfach abschalten und das Malen als solches einfach genießen. Und egal welchen Farbton du dann nimmst, das passt einfach immer. Also tolle Effekte hier. Jetzt bist du dran. Schnapp du dir jetzt deine Leinwand, deine Farben und ja, ob es grün und gold ist oder braun, im Moment, ich mag eigentlich immer alle Farben, ist völlig egal. Ich wollte ja blau malen, war dann irgendwie doch gedanklich ganz woanders anscheinend. Und hier siehst du nochmal die Gardine, die Sonne da oben. Also mit der Gardine muss ich hier immer ein bisschen arbeiten, sonst sehe ich halt die Farben nicht mehr. Beim Malen ist es ein bisschen schade, weil ich freue mich ja, wenn die Sonne reinscheint, aber ja, das kennst du, das ist im Kanal. Hier hast du nochmal anders das Gold und das ist hier, sieht man hier ganz schön, weil es sieht immer golden aus, egal wie das Licht darauf fällt. Das habe ich jetzt nur reingestellt in den Rahmen. Wie man den baut, Link ist auch unten drunter, also schau da einfach mal rein. Und jetzt hab ganz viel Spaß, tauch ab und genieße einen schönen Sonntag. Ja, jetzt wünsche ich dir, dass du durchstartest und auch einfach machst. Nimm einfach ein Papier oder was auch immer, wenn du eine Leinwand hast, ist gut, wenn nicht, dann halt nicht. Und fang einfach an, also darum geht es. Nicht immer um Technik und Technik erklären und zuhören bringt nichts. Also wenn du es selber machst, lernst du einfach was dabei und umso mehr du machst, umso leichter fällt dir das Ganze und umso leichter kannst du auch ja, abschalten, loslassen und einfach machen. Und darum geht's. Also tu was, sei aktiv, bring Farbe in deine Welt und ja, gerade jetzt finde ich, ist doch so wichtig. Also ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Sonntag. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, fürs Liken, für deinen lieben Kommentar. Ich freue mich immer so. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut. Tschüss.